Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Bernadette Frech. Ich bin die CEO von InstaHealth. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Christiane Katschneck-Otter. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin für Unternehmenskommunikation. Wir sind Ihr Partner für mentale Gesundheit im Unternehmen. Die Great Resignation umgibt uns. Zurzeit wird sehr, sehr kritisch über den eigenen Job nachgedacht. Immer mehr Unternehmen kommen auf uns zu mit Themen wie erhöhter Burnout-Gefährdung, Low Engagement und man sucht nach Lösungen. Und bevor dieses Quiet Quitting immer lauter wird, wird es Zeit, dass wir gemeinsam nachdenken, was machen wir gegen diese Great Resignation. Ich möchte aber noch eins draufsetzen. Ist es möglich, nicht nur die Great Resignation zu überwinden, sondern sie sogar in eine Great Retention umzuwandeln, sodass Mitarbeitende gesund, motiviert und leistungsfähig am Arbeitsplatz arbeiten können? Dazu diskutieren wir heute mit Expertinnen auf 3 Ebenen, nämlich auf der Ebene der Organisation, auf Ebene der Führungskräfte und auf der Ebene der Mitarbeitenden. Für die Organisationsebene darf ich vorstellen Magister Gerd Beidernickel, Gründer, Geschäftsführer und Eigentümer der Firma V-Consult GmbH. Lieber Gerd, in einem Wort, was ist denn deine größte Herausforderung im Moment? Größte Herausforderung, ich habe 50% Mitarbeiter im Unternehmen, die kürzer als ein Jahr mit dabei sind. Das sagt alles über meine Herausforderung, Onboarding. Vielen Dank, lieber Gerd. Liebe Sabine, Sabine ist Magistra Sabine Scharf, Entschuldigung, ist Leiterin der Konzern Personalentwicklung bei den Wiener Stadtwerken GmbH. Schön, dass du auch heute hier bist für den Bereich der Mitarbeitenden. Was ist denn deine größte Herausforderung im Moment in einem Satz? Also unsere größte Herausforderung ist ganz klar, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, zu entwickeln, zu fördern und somit auch zu halten. Danke dir. Für den Bereich der Führungskräfte darf ich vorstellen Herrn Harald Meyer. Harald Meyer ist Human Capital Lead bei PricewaterhouseCoopers in Österreich. Schön, dass auch du da bist. Was ist denn eure größte Herausforderung im Moment? Also unsere größte Herausforderung ist das Thema Haltung, im Speziellen eigentlich mit Verhalten und Erwartungshaltung gepaart gemeinsam. Ja. Also für uns ist es wichtig, dass Führungskräfte wissen, was ist die Erwartungshaltung an sie, um die richtige Haltung dann auch einnehmen zu können. Wir sind gespannt. Und dann darf ich noch vorstellen, unsere Expertin für mentale Gesundheit. Dieses Thema wird sich durch alle 3 Ebenen ziehen. Frau Magistra Jasmin Leinwater-Buchter, klinische und Gesundheitspsychologin und Mediatorin bei InstaHealth. Liebe Jasmin, aus deiner Beobachtung, was ist denn so die größte Herausforderung auf jetzt zum Beispiel Mitarbeitendenebene im Moment? Also das kommt ein bisschen zusammen, Mitarbeiter und Führungskräfte, also dass die Theorie tatsächlich umgesetzt werden kann, also nicht nur der Mindset da ist, sondern tatsächlich in konkreten Verhalten sich äußert. Also dann wirklich der Transfer in den Alltag, würde ich mal sagen, ist die größte Herausforderung. Und genau diesen Transfer in unseren Alltag wollen wir heute schaffen. Wir diskutieren Ebene für Ebene miteinander. Es wird immer eine Hutträgerin geben pro Themenblock, die dann auch am Ende der Diskussion das Ganze dann wirklich in einem Wort für uns zusammenfasst. Es wird fordernd und um das Ganze noch ein bisschen mehr challenging zu machen, gibt es hier noch das grüne InstaHealth-Herz. Wenn das erleuchtet, heißt es so viel wie Number one minute, dann müssen wir schon Richtung Ende der einen Diskussionsrunde gehen. In diesem Sinne, wir starten los. Wir starten mit dir, lieber Gerd, zum Themenblock der Organisation. The Great Resignation ist ein Schlagwort, das man jetzt überall liest und hört. Kannst du uns das bitte kurz einmal erklären und in deinen Worten zusammenfassen? Was heißt das denn und um was geht es denn dabei? Also der Begriff Great Resignation ist, glaube ich, vor einiger Zeit mal wieder in den USA aufgetaucht, um ein Phänomen des höher frequentierten oder häufigeren Wechsels von Arbeitsplätzen und von Arbeitnehmern, Nehmerinnen irgendwo zu beschreiben. Ist auch zu uns nach Europa rübergeschwappt. Ich ganz ehrlich stehe dem Begriff hier etwas kritisch gegenüber, da sich zumindest zu meiner Ansicht nach in Arbeitsmarktdaten nicht so wirklich nachvollziehen lässt, zumindest jetzt nicht ursachenbezogen seit den letzten 1-2 Jahren, sondern eigentlich gibt es schon so über die letzten 5, 10, 15 Jahre ein steigendes, Menschen bleiben weniger lange in ihrem Job, Menschen sind wechselbereiter, Menschen suchen, wenn nicht aktiv, dann passiv. Also ich bin durchaus offen für was Besseres.
Und der Arbeitsmarkt hat sich so gedreht, dass in manchen Berufsgruppen, nicht allen, aber in manchen Berufsgruppen, es mit Sicherheit ein Arbeitnehmerinnenmarkt ist und kein Arbeitgeberinnenmarkt. Und ich glaube, das Phänomen ist ein schleichender Prozess, der sich über die letzten Jahre eingestellt hat. Und durch Covid hat es so einen Knick gegeben, weil bei Covid hat niemand gewechselt, wegen Lockdowns und ähnlichen Kleinigkeiten des Lebens. Und deswegen fühlt sich das Ansteigen auf dieses Normalniveau jetzt einfach so krass an. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht, dieses Phänomen. Du hast in unseren Vorgesprächen, hast du so ein schönes Schlagwort dafür gefunden und da möchte ich dich sehr gerne hinführen. Um was geht es denn den Mitarbeitenden? Geht es ihnen um mehr Gehalt oder um was geht es ihnen? Also ich stehe auch hier vielleicht auf dem, ich entschuldige mich, provokativen Standpunkt, dass es keine Krise von Wechselbereitschaft gibt, sondern wenn dann eher eine Krise guter Arbeitsplatzbedingungen. Und in einem Arbeitsmarkt, wo es mehr Möglichkeiten gibt, wo man Möglichkeiten auch leichter denn je zuvor per Job-Newsletter zugeschickt kommt, wird auch das Wechseln häufiger vorkommen. Und ich glaube, die Toleranz, schlechte Arbeitsplatzbedingungen zu ertragen, ist ein Stück weit gesunken. Daher, worum es mir immer geht, ist eigentlich auf die Basis einer positiven Arbeitsplatzgestaltung zu schauen und die nicht aus dem Auge zu verlieren. Und die ist nicht neu, weil die ist in der Arbeitspsychologie, glaube ich, so in den letzten 30, 40, 50 Jahren schon relativ gut definiert und sehr bekannt. Jasmin, das war vielleicht ein Stichwort. Magst du da gleich was dazu sagen? Ja, da würde ich gerne noch ein bisschen konkreter reingehen, was das genau bedeutet, nämlich vor allem die Führungskraft muss natürlich quasi als Bindeglied Mitarbeiter, Unternehmen die Werte oder die Employer Brand, die man so predigt nach außen, dann tatsächlich auch leben können. Und dazu gehört natürlich auch ein sehr sensibles Herangehen an die Mitarbeiter, weil jeder Mitarbeiter braucht was anderes. Das große Schlagwort Wertschätzung. Im weitesten Sinne, da würde ich gerne auch als Tipp mitgeben, dass man als Führungskraft mal versucht, ein bisschen zu trennen. Also die Person an sich kann ich wertschätzen, ohne dass sie gerade herausragende Leistung bringt. Also wenn da eine Grundwertschätzung da ist, dann steigt natürlich auch meine Arbeitsplatzzufriedenheit, weil ich mich als Mensch einmal angenommen und gesehen fühle. Und natürlich ist dann auch noch wichtig, Anerkennung und Lob für Leistung zu erhalten. Aber wenn ich das nur auf die Leistung quasi projiziere, dann ist es eher eine Manipulation. Deswegen ist da, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch auf Organisationsebene, das auch tatsächlich zu leben. Das ist aus meiner Erfahrung die größte Herausforderung. Mhm. Danke, Jasmin. Sabine, ich glaube, du möchtest noch was ergänzen. Ja, danke. Ich glaube, die Frage, woran liegt es, dass hier die Wechselbereitschaft vermeintlich jetzt stärker wahrgenommen wird oder stärker ist? Ich glaube, da gibt es keine Patentantwort, sondern da gilt es wirklich auch, sich die speziellen Zielgruppen anzuschauen, die speziellen Bedürfnisse von Berufsgruppen, von Menschen. Und das ist genauso, wie wir alle individuell sind, sind die Gründe auch individuell. Und da warne ich wirklich davor, Pauschalurteile zu treffen, dann womöglich große organisatorische Änderungen oder Maßnahmen auf großer Ebene einzuleiten und sich dann zu wundern, wenn es trotzdem nicht so fruchtet. Also sprich, wirklich immer individuell hineinschauen, die individuellen Bedürfnisse und auch Lebenswelten hier auch mit zu berücksichtigen. Mhm. Danke, Sabine. Wir nähern uns schon dem Endspurt in diesem Themenblock. Eine letzte Frage habe ich dennoch an den Gerd. Wir orten hier eine große Aufgabe, die Unternehmen zu bewältigen haben, nämlich in der, sage ich mal, sehr individuellen Gestaltung von Arbeitsplätzen. Da verwundert es nicht, wenn Unternehmen sagen, na, wie weit sollen wir uns noch verbiegen? Kannst du dazu ganz kurz etwas sagen? Wie weit sollen sich Unternehmen verbiegen? Ist das so oder... Ich finde den Begriff verbiegen hier nicht passend. Ich glaube, ich greife das Wort Quiet Quitting auf, das du am Anfang oder ihr am Anfang benutzt habt. Ich glaube, worum es geht, ist, dass Unternehmen verstärkt zuhören, was die echten Bedürfnisse von Menschen sind. Und die verändern sich, weil sich einfach die Arbeitswelt verändert. Danke, Gerd. Was ist dein Wort zu diesem Themenblock? Bedürfnis. Sehr schön. Sehr schön. Ich würde gerne weitermachen. Man redet von Quitting und da hat meine Mama mir immer gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten. Oder doch?
Frage jetzt an dich, liebe Sabine. Stichwort Arbeitsplatzzufriedenheit und Gestaltung. Als Verantwortliche für Personalentwicklung, wie gestaltet jetzt konkret die Wiener Stadtwerke Arbeitsplätze für Mitarbeitende? Also ich möchte gerne nochmal auch anschließen an das, was du jetzt auch noch, Gerd, gesagt hast, zum Schluss Bedürfnisse, und zwar die individuellen Bedürfnisse hier abzudecken. Ich kann auch hier keine Pauschalantwort geben, weil es gilt hier wirklich auch die verschiedenen Employee Journeys, die verschiedenen Zielgruppen auch haben, hier abzudecken und denen gerecht zu werden. Bei uns in unserem Konzern, wir haben hier im Mobilitätsbereich, im Energiebereich vielfältige Herausforderungen, und es ist einfach so, dass Kolleginnen und Kollegen, die im Fahrdienst tätig sind, ganz andere Arbeitsplätze, ganz andere Bedürfnisse an Weiterentwicklungsmöglichkeiten, an Karrieremöglichkeiten, an Rahmenbedingungen brauchen als zum Beispiel Expertinnen und Experten im IT-Bereich. Das heißt, man muss hier genau diese Zielgruppen hier fragen. Man muss mit den Menschen reden und sie auch mit einbinden in der Gestaltung von Maßnahmen, von diversen Angeboten, die man schnürt. Sprich, wirklich auch die Kolleginnen und Kollegen hier empowern, ihnen ein Mitspracherecht zu geben und diese Mitgestaltung gemäß ihren jeweiligen Bedürfnissen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, nämlich zu sagen, nicht nach dem Gießkannenprinzip und für jeden das Gleiche, sondern individuell. Jetzt frage ich mich, wie lebt man das? Vielleicht habt ihr da Ideen, Harald, wie macht ihr das? Auf ganz individueller Basis letztendlich auch, ja, und einfach zu schauen, diese Bedürfnisse zu finden und auch zu stillen. Mhm. Wie siehst du das auch, lieber Gerd, in deiner Arbeit? Du betreust ja auch viele Unternehmen. Naja, ich würd sagen, zuhören, um herauszufinden, was denn diese Bedürfnisse sind, in jeglicher erdenklichen Form. Ich glaube, es klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich sage, man kann nicht zu viel zuhören. Ich glaube, da ist die Beziehung auch von Arbeitnehmerinnen zum Unternehmen nicht anders als vielleicht eine private Beziehung. Man muss dann zuhören, wenn es was zu sagen gibt, und nicht nur zuhören, wenn einmal im Jahr der offizielle, vielleicht Anlassfall, ich sage jetzt mal klischeehaft, Mitarbeiterinnengespräch stattfindet. Ich glaube, es ist eine Flexibilisierung. Aber wie es dann ist, ob es eher institutionalisiert wird, ob es auf einer sehr persönlichen Ebene ist, ich glaube, das muss zur Zielgruppe passen. Und das wird vielleicht am Shopfloor von einer Produktion wieder anders ausschauen als in einem sehr akademisch ausgeprägten Unternehmen, weil vielleicht auch die Möglichkeit, seine Herausforderungen und Bedürfnisse auch laut auszusprechen, den Mut vielleicht auch manchmal dazu zu haben, je nach Mitarbeiterinnengruppe teilweise auch sehr unterschiedlich sein kann. Wie nehmt ihr das wahr? Wissen Mitarbeitende, welche Bedürfnisse sie auch haben? Weil das ist ja auch oft so, dass man sagt einfach, ich bin unzufrieden, aber so wirklich wissen, warum oder wie man das ändern kann, ist dann ja oft nicht der Fall. Jasmin, wie siehst du das? Ich glaube, da ist es eben auch wichtig, immer wieder den Mitarbeiter in die Verantwortung zu ziehen. Und eben, wenn er sagt, ich bin unzufrieden, dass die Führungskraft sich nicht versucht, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, sondern sagt, ja, aber was brauchst du, um dich wertgeschätzt, um dich motiviert zu fühlen? Was für Tätigkeiten wünschst du dir, damit dir die Arbeit mehr Spaß macht, dass sie herausfordernd ist? Also da auch nicht die Leute, auch nicht die Mitarbeiter auslassen. Also wie du sagst, unzufrieden kann man schneller mal sein, aber dann konkret definieren, was brauche ich tatsächlich, ist eine andere Sache. Und da braucht es natürlich auch sensible Führungskräfte. Ja, ihr brennt auf den Lippen, das merke ich schon. Ja, genau. Ja, so über die Erfahrung der Zeit, jetzt die letzten Jahre oder quasi die letzten 1,5 Jahrzehnte, ja, habe ich sehr stark wahrgenommen, dass sich das verändert hat, quasi etwas sich sagen zu trauen. Es ist unglaublich gestiegen. So vor 15 Jahren war eher so diese Haltung, wenn ich nicht quasi in der Gruppe sprechen kann, ja, oder als Gruppe spreche, dann sage ich jetzt lieber nichts, weil das fällt definitiv auf mich zurück. Das hat sich definitiv gewandelt. Das heißt, klar zu formulieren, was will ich, was sind meine Bedürfnisse. Ich glaube, diesen Weg haben wir schon sehr gut eigentlich beschritten, auch durch Corona jetzt sehr stark eigentlich. Durch das Thema Führungskultur hat sich da ganz stark was verändert. Ich glaube, der nächste Schritt muss jetzt sein, quasi in dieses Problem-Solving auch zu kommen und zu sagen,
wie kann ich das denn gleichzeitig auch erreichen oder wie können wir das umsetzen? Das ist ein Schritt, den ich mir total wünsche mit Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch mit Mitarbeitern, mit denen ich zusammenarbeite, genau dorthin zu kommen. Dann wären wir letztendlich einen wirklich großen Schritt weiter. Da wollen wir mit dir gleich weiter in die Tiefe gehen, aber davor, um diese Mitarbeiterebene noch einmal einzutauchen, liebe Sabine, dieser Diskussionspunkt in einem Wort. Zuhören. Vielen Dank. Danke, liebe Sabine. Ja, wir kommen jetzt zum Themenblock der Führungskräfte und Harald, da würde ich gerne gleich mit dir weitermachen. Es gibt ja den Spruch, Mitarbeitende verlassen kein Unternehmen, sondern Führungskräfte. Ist das so? Ja, der Spruch hat natürlich etwas an sich und hat auch zum Teil seine Berechtigung, das stimmt vollkommen. Ich meine, dass es ein Teil der Summe des Ganzen ist. Ja. Letztendlich, was ist Mitarbeitern wichtig? Und wenn man das betrachtet, sind es unterschiedlichste Themen. Das eine ist quasi, meine Führungskraft soll Verantwortung für mich übernehmen. Meine Führungskraft soll mich pushen. Meine Führungskraft soll mich beschützen unter Umständen. Und ich suche trotzdem in meinem Team Gleichgesinnte, ich suche Herausforderungen, die mich quasi letztendlich dann glücklich machen. Ich brauche Flexibilität in meiner Arbeit. Die Prozesse sollen stimmen, der Mehraufwand soll passen und es geht letztendlich um den Purpose, der für den Mitarbeiter geschaffen wird. Jetzt, wenn wir auf die Führungskraft quasi zurückspringen, heißt es natürlich, die Führungskraft muss all diese Themenblöcke abdecken, so wie der Gerd vorher gesagt hat. Es reicht nicht nur einmal im Jahr ein Zielgespräch mit dem Mitarbeiter zu haben, sondern letztendlich bin ich als Führungskraft in vielen Rollen und vielen Verantwortungen gleichzeitig. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld macht es Führungskräften immer schwieriger. Jetzt schauen wir einfach zusätzlich quasi diese disruptiven Veränderungen mit Inflation, mit Krieg, mit Corona, die uns vieles ermöglicht haben, jetzt gerade Corona, jetzt im Sinne von Homeoffice, auf der anderen Seite aber auch natürlich Führungskräfte noch einmal in eine viel stärkere beratende Funktion hineinbringen, die sie vielleicht so vorher weder gekannt hatten, noch wahrgenommen haben und auch nicht gebraucht haben. Im Umkehrschluss quasi, was kann man dagegen tun als Unternehmen? Und das ist ja letztendlich auch die relevante Frage für uns. Das Wichtigste ist Ausbildung und Sensibilisierung für Führungskräfte. Ja, das ist einmal quasi der Schlüssel zum Erfolg und ich rede jetzt wirklich quasi auf der Perspektive der Führungskräfte. Dann beispielsweise, was machen wir da in Richtung? Wir haben jetzt die Promotion-Feiern gehabt mit Oktober und haben jetzt gleich dann übernächste Woche einen New Manager Day, wo alle neu promoteten Manager, die jetzt auch in die Führungsverantwortung kommen, nach 2 Tagen erklären wir aktiv in einem Training sind, um dort auch genau diese Skills sich abzuholen und auch diese unterschiedliche Rollenwahrnehmung zu haben. Wir haben unser Gehaltsmodell verändert im Sinne dessen, dass wir quasi den Führungskräften auch die Möglichkeit bieten, auch um es noch interessanter für sie zu machen und bei uns zu bleiben, einen Teil ihres Bonus in Gehalt umzuwandeln. Wir sind sehr stark im Bereich Diskussionen, noch mehr in Richtung Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Wir haben unsere Homeoffice-Regelung letztendlich seit der Pandemie, seit der wirklich aktiven Pandemie nicht mehr geändert und bei uns können alle dort arbeiten, wo sie wollen und auch in einem sehr freizügigen Rahmen. Seit 12 Jahren Beruf und Familie als Gütezeichen für uns ist einer der Brennpunkte, hier auch für Führungskräfte spezielle Angebote zu bieten, damit sie auch nicht nur als Mitarbeitende, sondern auch als Führungskräfte daran partizipieren können. Teilzeitvarianten, Auszeitvarianten, was auch immer. Und letztendlich geht es darum, ja, Prozesse generell gemeinsam zu optimieren, die in Richtung Digitalisierung unsere Führungskräfte auch dazu unterstützen können, dass sie einfach noch schlagkräftiger sind, dass sie in Rollen noch besser hineinwachsen können, wo sie schon so gut reingewachsen sind, aber um da quasi positiv in die Zukunft zu blicken. Wir haben seit 1. Juli ein neues Leadership-Team, wo wir sehr stark mit Richtung Wohlbefinden auch arbeiten. Ich glaube, das wird einen großen Kulturwandel bei PwC bringen und letztendlich abschließend dazu zu sagen, wir blicken in eine Zukunft, wo man nicht genau weiß, quasi, was diese Zukunft bringen wird, aber auf der anderen Seite, sie wird uns Spielraum geben und mit diesem Spielraum können wir quasi die Ungewissheit vielleicht ein bisschen auf die Seite drücken.
Danke, lieber Harald. Du hast die großen Herausforderungen beschrieben und auch gleich eure Maßnahmen dem gegenübergestellt. Danke für den Einblick. Wir haben noch kurz 10 Sekunden. Möchte jemand noch etwas ergänzen, was in dem Zusammenhang wichtig ist? Sabine? Ja, ich würde gerne noch ergänzen, wie relevant es ist, Job auch wirklich, Führung wirklich auch als Job zu verstehen und nicht die antiquierte Vorstellung, dass der beste Experte oder die beste Expertin auch gleichzeitig die beste Führungskraft ist. Das heißt hier auch in der Organisation den Wert von Führungsarbeit hier auch dementsprechend wirklich auch zu ermöglichen und den Spotlight drauf zu geben und auch Zeit dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist auch sehr wesentlich und da braucht es die gesamte Organisation, die das auch etabliert und ermöglicht. Danke für deine wertvollen Ergänzungen, Sabine. Lieber Harald, einmal noch zu dir. Was ist dein Wort für unseren Themenblock Führungskräfte? Leadership ist ein bunter Blumenstrauß. Danke dir. Sehr schön. Früher hat man ja gesagt, wer Visionen hat, der braucht einen Arzt. Ja? Aber heute wissen wir, in diesen sich ständig veränderten Zeiten brauchen wir eine ganz klare Vision von einem gesunden Arbeiten für morgen. Liebe Jasmin, unter welchen Rahmenbedingungen arbeiten Mitarbeitende denn motiviert, engagiert und sind leistungsfähig? Also wie müssen denn diese Arbeitsplätze von morgen gestaltet sein? Also da müssen wir jetzt mal uns das Räumliche anschauen, da wird es noch flexibler werden müssen. Also wir haben in der Pandemie ja schon sehr flexibles Arbeiten gehabt. Die Leute vermissen aber natürlich auch teilweise den Austausch. Also nur Homeoffice ist auch nicht erfüllend. Wir haben vorher schon sehr viel von Grundbedürfnissen gehört. Also so Dinge wie gehaltliche Themen ist klar, das muss weiterhin gedeckt sein. Aber darüber hinaus ist es sich selbst verwirklichen, einen Sinn in der Arbeit sehen, immer wichtiger. Und da ist es natürlich jetzt auch in Zukunft noch wichtiger, dass man auch Vertrauen von den Führungskräften hat, vor allem gerade hinter dem Aspekt Homeoffice. Also Menschen, die im Homeoffice sind, aber das Gefühl haben, mein Vorgesetzter vertraut mir nicht, sind viel unglücklicher als Leute, die jeden Tag in die Arbeit fahren müssen. Also es ist ganz wichtig, dass ich da wirklich merke, mir wird vertraut, ich kann da flexibel arbeiten. Auch das Thema Arbeitszeiten. Also so dieses, ich kenne es auch aus der Personalauswahl, wir brauchen jemanden, der 40 Stunden arbeitet. In Zukunft wird es immer wichtiger sein zu schauen, was ist meine Leistung, die ich erbringe, egal wie viele Stunden ich dafür gearbeitet habe oder wo ich gearbeitet habe. Also das sind ganz wichtige Faktoren. Aber wie gesagt, ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, das Thema Wertschätzung ist einfach essentiell und das kann ich als Unternehmen, als Führungskraft auf verschiedenen Ebenen bringen. Also auch das Thema, dass mir die Mitarbeiter am Herzen liegen, das heißt Gesundheitsprogramme haben oder Employee Assistance Programme beziehungsweise auch psychologische Beratung irgendwie extern anbieten, ist auch für Führungskräfte ganz wichtig. Also gerade wenn Führungskräfte ein gutes Vertrauen aufgebaut haben, dann kommen die Mitarbeiter vielleicht mit multiplen Belastungen aus Privat etc., vielleicht sogar mit psychischen Erkrankungen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie viele Menschen einfach europaweit oder weltweit an psychischen Erkrankungen leiden, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich als Führungskraft irgendwann einmal auch mit jemandem zu tun habe, der mein Mitarbeiter ist. Und wenn ich dann nicht geschult bin, was kann ich tun? Wo kann ich den hinverweisen? Dann stehe ich natürlich auch quasi selber unter Druck, weil mir natürlich das Wohlergehen wichtig ist. Also wie gesagt, nochmal ganz global das Thema Wertschätzung, das kann man aus verschiedenster Ebene dann natürlich auch zeigen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir noch andere Ansichten von meinen Kollegen da. Auf jeden Fall, die hole ich jetzt gleich und so nehmen wir mal mit. Deine Arbeit der Zukunft ist geprägt von Wertschätzung, hätten wir jetzt mitgenommen. Lieber Gerd, nun darfst du groß träumen, wenn du deine Vision der Arbeit von morgen hast oder des Arbeitsplatzes von morgen, wie sieht die aus? Ich würde sagen, das ist stress- und druckfreie Produktivität. Ich finde, produktiv zu sein und gestresst zu sein, manchmal wird das, finde ich, in einem negativen Bild in einem gesehen. Je mehr ich tue, umso mehr kommt am Ende raus. Also muss ich mehr sozusagen auch vielleicht in die Pipeline reinpacken. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Zumindest nicht für jede Tätigkeit, das schneller greifen ein besseres oder mehr Ergebnis produziert. Ich glaube, in ganz, ganz vielen Jobs ist das nicht der Fall. Und ich glaube,
langanhaltende Leistungsfähigkeit. Nicht den Sprint, sondern den Marathonlauf. Vielleicht nicht mal den Marathonlauf, sondern eher die sportliche Bergwanderung über eine noch längere Zeit. Ich glaube, das ist mein Bild. Ich weiß nicht, ob das mutig ist, aber das wäre mein Bild. Und auch eine sehr schöne Metapher, die genau zeigt eigentlich nicht den Punkt performen und ausquetschen, sondern ein sehr langer gemeinsamer Weg, den man da beschreiten will auf einen schönen Berg mit einem schönen Ziel. Vor allem, weil wir auch immer alle länger arbeiten werden. Ich glaube, das muss man immer in diesen Topf mit hineinwerfen. Du meinst an Jahren, hoffentlich. An Jahren. Genau, an Jahren. Liebe Sabine, wie schaut denn deine Arbeitswelt der Zukunft aus? Ganz klar mit ganz viel Sinn in dem, was ich tue, und auch dann das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Das ist auch sehr wesentlich, glaube ich. Die Selbstwirksamkeit ist ein sehr, sehr schönes Thema. Ich glaube, das zieht sich über alle Ebenen, Mitarbeiter, Führungskraft und sogar die Organisation. Lieber Harald. Das Thema Sinnstiftung und ich weiß, was ich will, ja, das sind die Themen, die uns weiterbringen werden. Und dieses Bild des Berges, ja, das ist momentan ja sehr stark diskutiert. Ich finde es auch gut, quasi, man braucht diese Auszeiten, um, wenn man das will, auch voll quasi sich reinhauen zu können. Das heißt, es ist ein bisschen okay, einmal in die Hütte zu gehen dazwischen. Anspannung und Entspannung braucht in irgendeinem. Ja, jetzt haben wir ihn leider verloren am Ende. Ich glaube, er ist schon in die Entspannung direkt gehüpft. Liebe Jasmin, dürfen wir dich bitten, in einem Wort zusammenzufassen? Ich habe versucht, wie ich 2 Wörter zusammenbinden kann, eben das Wohlbefinden und Sinn, würde das so gut zusammenpassen. Also sinnhaftes Wohlbefinden vielleicht. Sehr schön. Super. Schön. Harald, du bist wieder da. Direkt in die Entspannung kurz gegangen. Du hast es gleich umgesetzt. Also Turning the Great Resignation into Great Retention. Wir gehen sehr inspiriert, dank euch, mit 4 Wörtern in eine gemeinsame Zukunft des gesunden Arbeitens. Nämlich Bedürfnisse, Zuhören, Leadership ist ein Blumenstrauß und sinnhaftes Wohlbefinden. Herzlichen Dank an die tollen Diskussionsteilnehmenden. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Zuseherinnen bedanken. Schön, dass Sie dabei waren. Wir von InstaHelp haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen auf ihrem Weg zu einer mentalen Wohlfühlkultur zu begleiten und damit auch für künftige Herausforderungen fit zu sein. Unser Mental Health and Engagement Program liefert dafür verschiedenste Bausteine vom Mental Wellbeing Check bis hin zu Micro-Learnings für Führungskräfte und Mitarbeitende und hilft, mentale Gesundheit als Unternehmenswert zu verankern. Wenn Sie gerne mehr darüber erfahren möchten, dann bitte wenden Sie sich an business@instahelp.me oder folgen Sie uns auf LinkedIn.